Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind zwei von Piranha Bytes und erzählen euch heute was Aktuelles. Ja, ist nicht aktuell, aber zumindest wird das schon mal rege diskutiert hin und wieder. Ja. Die Rede ist von Spiele-Flatrates. Genau. Was ist denn das? Naja, normalerweise bin ich ja immer in den Laden gegangen, ne, hab mir dann ein Spiel gekauft oder hab mir eins aus dem Internet gezogen und das gehört dann mir und dann kann ich spielen. Da hast du halt einen entsprechenden Preis für dieses Spiel bezahlt. Korrekt. So. Und was ist jetzt Flatrate? Ja, das bedeutet, ich kann ein monatliches Abo bezahlen bei irgendeinem Anbieter und dann bekomme ich da irgendwelche Spiele dabei, die ich dann spielen kann, solange ich mein Abo bezahle. Ja. Ja, das wäre so der Klassiker. Gibt's für Serien und Filme ja schon lange, gibt's mittlerweile auch schon in einigen Modellen für Spiele. Allerdings noch nicht ganz so allumfassend, wie man sich das vielleicht vorstellen mag als Was ist hier Spieler. mal gesagt? Irgendwie PS Now, EA Access, Xbox Game Pass, Humble Monthly Bundle. Ne? Und bei Twitch Prime kriegt man zum Beispiel auch Spiele geschenkt, wenn man bei Amazon Prime sein Amazon Prime Dingi mit Twitch verknüpft und so. Gibt bestimmt noch andere. Ja, gibt auch noch mehr, auf jeden Fall, So. aber das sind so die gängigen, ja, das weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber bei den Konsolen ist es mittlerweile schon eine ganze Weile so. Da bekommt man quasi, ja, gerne von bestimmten Anbietern zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt gucke, EA Access zum Beispiel, die bieten dann natürlich EA-Spiele an und die kann ich dann in einer Flatrate irgendwie zocken. Und auch die machen es nicht so, wenn ich mich recht erinnere, dass die irgendwie alle ihre Spiele dann da reinpacken und ich kann alles spielen, was EA so rausbringt, sondern man hat irgendwie ein gewisses Kontingent und bekommt dann schon mal vielleicht vergünstigt dann den nächsten Titel, wenn man sowieso schon ein Abo bezahlt oder so. Dann versuchen die quasi das so ein bisschen mit Werbung und Marketing zu verknüpfen, Ja. um Kundenbindung zu betreiben. Ja. Und auch bei den anderen, jetzt zum Beispiel PlayStation oder Xbox, ist es so, dass man dann natürlich nicht irgendwie alle Spiele, die auf der PlayStation man sich runterladen kann, dann auf einmal irgendwie umsonst sind, nur weil man das Abo bezahlt, sondern die versuchen halt relativ niedrigpreisig, ne, Auslegungssache an der Stelle, so ein Abo anzubieten und dann bekommt man halt irgendwelche Spiele dabei und ab und zu vielleicht mal so ein Highlight, wo die Spieler dann gelockt werden ins Warum Abo. macht man das? Und warum nur so wenige? Warum Ja. nicht einfach komplett flächendeckend? Weil bei Netflix und Maxdome und Sky und Amazon Prime funktioniert das doch auch. Richtig. Da gibt es verschiedene Probleme, die wir hier mal beleuchten werden. Ja. Zum einen, die Spieleentwicklung ist sehr viel unterschiedlicher, als es bei Serien und Filmen der Fall ist. Auch da gibt es schon eine große Bandbreite an, wie lange brauche ich für eine Produktion, wie teuer ist die Produktion und was für einen Preis hat dann das Endprodukt. Bei Spielen ist das noch extremer. Es gibt die totalen kleinen Billigproduktionen. Da habe ich ein kleines Spielchen für wenig Geld, das teilweise schon für ein paar Euro irgendwie auf Steam angeboten wird. Und ich habe irgendwie die AAA-Blockbuster auf der anderen Seite, die Millionen in der Produktion verschlingen und auch unfassbar viele Jahre an Produktionsdauer haben. Also zig Millionen. vor allem. Zig Millionen und zig Jahre. Und diese Bandbreite irgendwie in so einem Format unterzubringen, ist schon mal sehr schwierig. Ja. Das heißt, als Anbieter, ne, wenn ich jetzt irgendwie so eine Plattform habe und denke so, ja, wenn ich jetzt nur Qualität und Quantität mir betrachte, ja, ich kann jetzt zum Beispiel unwahrscheinlich viele Spiele anbieten von geringerer Preisstruktur und dann hat der Spieler irgendwie eine riesige Auswahl an irgendwelchen kleineren Spielen, aber die Blockbuster sind da nicht bei, dann findet der Spieler das unsexy. Ja, es gibt natürlich welche irgendwie, die lieben Indie-Spiele und es gibt welche, die lieben vielleicht die Retro-Spiele oder was weiß ich, aber im Grunde genommen ist es ja jetzt schon so, selbst ohne die Flatrates, dass die Spieler irgendwie meistens so irgendwie einen Pile of Shame zu Hause haben an Spielen, die sie eigentlich noch gar nicht angezockt haben. Das heißt, die haben alle ihre eigene Bibliothek zu Hause. Und warum soll ich mir jetzt noch eine weitere dazu packen von Spielen, die ich alle nicht spielen will?
da bezahle ich vielleicht nicht für das Abo. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in Richtung Qualität gehe, wenn sich jetzt so ein Plattformanbieter irgendwie nur die ganzen geilen Blockbuster da reinziehen will, irgendwie, die in dem Moment, wo sie rauskommen, der heiße Scheiß sind und jeder will das zocken, dann ist das unfassbar teuer. Weil wie viel Geld wollen die denn den Publishern und Entwicklern zahlen, damit die Blockbuster überhaupt in dieser Flatrate erscheinen? Denn so ein Publisher zum Beispiel, der möchte ja nicht irgendwie, dass sein Spiel, das für zig Millionen produziert worden ist, irgendwie für 10 Euro irgendwie verramscht wird. Der möchte natürlich dann auch irgendwie die Kohle wieder haben, die bezahlt haben, um das Ding überhaupt zu entwickeln. Und diese Minimax-Aufgabe zu lösen, ist natürlich für die Anbieter ein großes Problem. Warum? Naja, wohin gehe ich denn mit meiner Kohle? Wenn ich jetzt irgendwie der Plattformanbieter Piranha Soft bin, ja, und Piranha Soft möchte jetzt Spieleflash quatschen, ne, wollen wir nicht. Aber so, wie viel Startkapital habe ich denn zur Verfügung, dass ich erstmal da reinbutter, um meine Plattform zu betreiben? Ne? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon sowas habe wie eine Konsole oder eine Playstation oder eine Xbox oder sowas und ich habe da schon irgendwie ein Kontingent, dann kann ich versuchen, über die einzelnen Spiele mit den Publishern zu verhandeln und gucken, dass ich da irgendwie Preise ausmache, dass mein Kontingent irgendwie intelligent verteilt wird und dann kommt dabei halt sowas heraus irgendwie, dann kaufen die sich 3 Blockbuster ein, mit denen die Kunden ziehen und der Rest sind dann günstigere Spiele im Einkauf und deswegen sind die meistens nicht so allumfassend. Ja. Dann kriecht man sich so dahin. Ne, immer so, je gefragter so eine Plattform ist, desto eher könnten die auch die Preise so anlegen, dass Publisher vielleicht billiger eingekauft werden oder sowas. Gibt ja jetzt auch bald eine neue, ne? Oder eine, die jetzt kommt, die Epic. Epic ist, ne? Ja gut, das wäre jetzt, genau, aber da weiß ich nichts über Spiele-Flatrates. Ja. Ganz aktuell ist aber Google Yeti, ne, soll jetzt angekündigt werden. Zum Zeit der Ausstrahlung dieser Folge ist es wahrscheinlich schon draußen und also nicht die Konsole, sondern das Announcement. Also wisst ihr dann wahrscheinlich schon mehr als wir hier, während wir darüber reden. Aber auch die haben sowas angekündigt. Die wollen gerne so eine Spiele-Flatrate machen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie die das hinkriegen. Nehmen wir an, du hast ein Monopol. Ja, du hast jetzt eine Spieleplattform, bietest ein monatliches Abo an und hast ein Monopol. Und wirst dann teuer. Ja. Und Publisher denken, wenn ich da jetzt mein Spiel auch anbiete, dann würde das halt die große Masse erreichen. Das wäre nämlich dann der nächste Schritt. Wen will ich denn damit erreichen? Ja. Ich möchte eigentlich so viele Kunden wie möglich. Das heißt, je günstiger ich das Spiel verkaufe, desto mehr Leute muss es erreichen, damit das Geld wieder reinkommt. Logische Rechnung. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie so einen Titel für 60, 70 Euro raushaue, dann reicht es vielleicht schon, wenn irgendwie eine bestimmte Zielgruppe mein Spiel kauft, um die Kosten wieder einzuspielen. Je teuer die Produktion ist und je günstiger der Preis, desto mehr Leute muss es erreichen. Und so eine Monopolplattform ist dann natürlich sexy. Die machen Werbung für dich, die machen mit dir Werbung und die verteilen ihr Spiel automatisch, ohne dass der Spieler was dafür tun muss, irgendwie an ganz viele Leute. Und dann wird das natürlich interessant. Aber da müssen auch ganz viele dieses Abo abschließen, damit das Spieler, überhaupt... Du meinst den Entwickler? Für den Entwickler machen die das? Ja, oder für den Publisher. Ja, so meine ich das. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Publisher und Spieleentwickler in die Bredouille kommen. Das heißt, sie müssen ihr Spiel günstiger anbieten und müssen mehr Menschen damit erreichen, damit sich das rechnet. Ja. Dann neigen die natürlich vielleicht dazu, in Zukunft Spiele einfach günstiger zu produzieren. Das ist eine These, die man natürlich nicht belegen kann und das wird sich zeigen. Aber man könnte auf so eine Idee kommen. Genau. Vergleicht man das jetzt mal mit den großen Plattformen für Filme und Serien, die es schon gibt. Ne? Ja. Netflix zum Beispiel hat so ein Modell, die haben dann halt ihre Eigenproduktionen. Das heißt, die kaufen auf der einen Seite ein und Serien und Filme werden dort angeboten und auf der anderen Seite haben sie ihren Exklusivkram. Genau, ne? Exklusivkram. Das wäre nämlich dann der nächste Punkt. Ja. Wie viel exklusiv darf denn bei einer Spiele-Flatrate sein? Ja. Ne? Gab jetzt zum Beispiel nicht bei Flatrates, aber beim Thema Plattformen das Thema irgendwie Metro nur für Epic irgendwie, dann sagen was die... Was natürlich auch sehr viele Wellen geschlagen hat. Richtig. Im Moment, wo diese Metro-Geschichte darüber gegangen ist. Ja.
Und wenn ich jetzt so eine Spiele-Flatrate hätte irgendwie, dann wäre das für mich als Anbieter natürlich sexy, einige an mich zu binden, so dass der Spieler sich das Abo kaufen muss, um diese Spiele überhaupt zu spielen. Ne? Und dann versuchen viele vielleicht auch ihr eigenes Ding zu machen. EA dann mit EA und andere Publisher vielleicht dann ihre Plattform für ihre eigenen Spiele. Und ob sich dann ein Abo lohnt, das werden die dann vorsichtig vielleicht mal ausprobieren. Also da bewegt sich auf jeden Fall eine ganze Menge noch hin und her. Ne? Und Flatrates werden kommen, klar, gibt's auch schon, sind Modelle, die... was denken wir Entwickler darüber? Das ist ja die interessante Frage. Ne? Wir sind ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ist das jetzt nur eine Randerscheinung? Ist das etwas, wie du sagst, irgendwie, ich nenne das jetzt mal blasphemisch, der Billigsektor, der da bedient wird, oder exorbitant hoch? Gibt es dann dieses Premium-Modell, wo du nur die dicken Dinger kriegst und so weiter, die sich vielleicht am Ende des Tages für den Spieler gar nicht rechnen? Ja, oder wo derjenige sagt irgendwie, nein, du musst irgendwie alles haben, wenn du diese Spiele haben willst. So, du musst dich ja heute schon in mehreren Plattformen beim PC irgendwie einloggen und mit deinen Daten da machen und so weiter. Ne? Das ist ja schon sehr unkomfortabel, sag ich jetzt mal. Und du hast halt irgendwie irgendwann vielleicht auch die Schnauze voll. Mhm. Aber wann ist der Punkt erreicht, wo die Leute dann sagen, ich mache den Wahnsinn nicht mehr mit? Ja, es gibt jetzt irgendwie sehr viele unterschiedliche Produkte, ja. Shooter, Rollenspiele, was auch immer und so. Und ich suche mir halt irgendwie das aus, was jetzt gerade der Plattform, wo ich unterwegs bin, irgendwie rauskommt. Und den Rest ignoriere ich einfach, weil sie es einfach nicht geschafft haben, mich davon zu überzeugen, sowohl die Plattform als auch dieses Spiel, ja, also das Spiel und dann auch noch die Plattform dabei irgendwie mir zu verkaufen. Mhm. Dass ich mich da einloggen muss, dass ich da neue Regeln kennenlernen muss, dass ich dann vielleicht sogar eine Flatrate bezahle. Welche Flatrate bezahle ich denn jetzt? Die bei dem Anbieter oder die bei dem Anbieter, wenn ich jetzt irgendwie flächendeckend daherkomme oder so? Na, wenn es sehr viele Exklusivtitel gibt, dann wird's echt kompliziert. Irgendwann steigt der Spieler vielleicht aus und sagt irgendwie, nö, ich versteife mich auf eine Sache. Mhm. Andere vielleicht, die gehen überall mal ein bisschen gucken. Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht, was dann auf uns zukommt. Mhm. Das ist noch echt totales... Bei Serien und Filmen leben ja auch einige nebeneinander. Ja. Ne? Also das schon. Und das funktioniert auch ganz gut. Sobald einer das Monopol auf alles hat, ist es immer schwierig. Ne? Ist immer schwierig. Dann wird es sowohl belebt das Geschäft. Ganz genau. Sowohl für uns als auch für die Spieler wird es dann wahrscheinlich relativ teuer werden. Ja. Also ist ein bisschen Konkurrenz eigentlich ganz gut, auch wenn man dann in Kauf nehmen muss, dass man sich vielleicht 2 oder 3 Launcher irgendwie auf den PC packt, was der PC-Spieler ja immer ungerne macht. Mhm. Aber es wird auch nicht, ne? Ich hatte mal letztens gelesen, da schrieb einer, ja, dann wird es irgendwann 20 verschiedene Launcher geben, die ich alle auf dem PC. Das ist natürlich Quatsch. Also das glaube ich nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwann den Launcher, der alle bedient irgendwie und alle müssen... Den Launcher für Launcher. Launcher für Launcher, die rennen dann alle irgendwie diesem Oberlauncher hinterher und müssen sich dann da anmelden. Dann ist dann der die Plattform oder nicht. Oder das bleibt im Wandel. Ne? Da ist noch nichts gefestigt und das wird sich auf jeden Fall noch sehr viel Zeit ins Land gehen, bis da tatsächlich sich rauskristallisiert, wie jetzt wirklich der Kanon ist. Dann, ja, es ist ständig im Wandel. Ja. Ne? Einige, die bieten dann an, zum Beispiel auch so ein Modell, Spiele, zum Beispiel für diejenigen, die das Abo bezahlen, einfach früher zugänglich zu machen. Ja. Ne? Ja. Die dürfen dann 1-2 Tage früher spielen als alle anderen. Das ist ja das Konzept von Sky, ne? Mhm. Viele Jahre gewesen. Mhm. Premiere, wie es früher hieß. Ne? Deswegen nannte sich das Ding ja auch Premiere. Ja. Weil da kriegst du es als erstes. So, richtig. Ja? Das war das Konzept und das funktioniert auch sehr gut. Also, ne, wenn man jetzt, wir wollen ja bald Game of Thrones gucken, ne, die neue Staffel kommt jetzt bald raus und so, und dann liebäugelt man schon so, ne, mit dem ganzen Kram und denkt sich so, man will eigentlich sich nicht spoilern lassen, da musst du eigentlich gucken und ich habe da auch Bock drauf, aber nur eine Folge pro Woche, dann ist auch wieder so, es ist schwierig, ja. Was etabliert sich wirklich, was setzt sich durch und was bedeutet das für uns Spieleentwickler, unsere Mittelklasse Wagen, wie wir sind, ne? Das wissen wir nicht. Richtig. Eine letzte Sache, die mir noch einfällt, die das Ganze natürlich zusätzlich kompliziert macht, im Gegensatz zu Serien und Filmen. Machst du eine Serie oder einen Film, dann ist das fertig und das Ding ist, was es ist. Ja. Das ist bei den Spielen nicht der Fall. Ja, Filme werden nicht gepatcht oder doch. George Lucas macht sowas, aber eigentlich macht man sowas nicht. Eigentlich macht man sowas nicht. Oder man braucht es zumindest nicht. Und bei den Spielen, ne, bei den Singleplayern ist es eine Sache, die müssen nachgepatcht werden auf verschiedenen Launchern dann und da muss man gewährleisten, dass die Spieler das Ding auch spielen können mit ihrer Peripherie, die sie da haben, ne? Zumindest mit der aktuellen. Und bei den
Multiplayern oder so wird's ja noch komplizierter, wenn man die dann dauerbetreuen muss, im Grunde genommen. Also das ist schon eine andere Hausnummer als bei einem Produkt, das halt so bleiben kann, wie es ist. Wir werden die Chose verfolgen, wir gucken uns das an, ne, und werden uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Auch hier sicherlich in Piranha Becken TV. Das ist eine Sache, die bleibt aktuell. Bleibt aktuell. Ja, erzählt doch mal selber irgendwie, was ihr dazu denkt. Hättet ihr Bock, irgendwie mehrere Spiele im Abo zu haben? Und wenn ja, eher ein teureres oder ein niedrigpreisiges Modell irgendwie? Was wäre es euch wert? Oder sagt ihr, nee, ich kaufe mir lieber meine Spiele weiterhin isoliert? Genau, schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir lesen die Dinger und freuen uns über jeden, der Kommentare reinschreibt. Hast du eine Community-Frage? Ja, definitiv habe ich eine Community-Frage. Hey, jetzt kommt's. Die Frage ist, warum kann man eigentlich in Elex nicht Sonnenbrille und Helm gleichzeitig tragen? Ja, das ist der Historie bedingt. Ne? Das heißt, wir haben einen Slot im Kopf, wo man sozusagen für den Kopf etwas hineinziehen kann. Und da haben wir einen Helm für vorgesehen gehabt. Und wir hätten einen zweiten machen müssen, ne, als wir die Sonnenbrille eingebaut haben. Die Sonnenbrille hat ein paar Features, du kannst mehr Sachen sehen und solche Dinge und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, du musst dich halt entscheiden, also gameplay-technisch irgendwie, was möchte ich? Möchte ich gut sehen können? Ja, oder möchte ich mich irgendwie schützen können und so weiter mit dem Helm und irgendwie Zugehörigkeit zu meiner Gilde präsentieren, keine Ahnung. Und so. Da haben wir gesagt, okay, das ist so ein Spielelement, das ist halt irgendwie, ich muss mir überlegen, was ich da tue. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt gerne beides machen, dann müsste man in der GUI noch einen Slot einbauen, dann müsste man den Augenslot nennen und den Kopfslot und dann würde das Handling im Inventory natürlich wieder ein bisschen was anderes sein und so weiter. Und dann hättest du halt zusätzlich eine Brille. Das heißt, das wäre ein Typ, der irgendwie mittelalterlich aussieht und eine Sonnenbrille trägt. Was ja auch so ist. Was ja auch so ist, ne? Kann man machen. Ne? Haben wir jetzt kategorisch nicht ausgeschlossen oder so, aber der Grundgedanke war, guck mal, wir haben doch da eine Brille, können wir die da irgendwie cool aufsetzen und so. Ne? Und dann, relativ spät auch, ne? Genau, das ist nämlich der Punkt. Das heißt, wir haben unser System gehabt und so und irgendwann haben wir gemerkt, irgendwie Sonnenbrillen sind cool. Dann ist die Sonnenbrille noch... Sonnenbrillen sind cool, das weiß man doch vorher. Ja, das ist halt immer in der Entwicklung, hat man halt irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, das ist cool, das wollen wir gerne ausbauen. Wir haben doch da einen Slot, also lass den Helm weg und baue da die Brille ein. Und viele haben diesen auch verwendet. Ja, sehr viele. Ja. Die fanden viele auch gut, vor allen Dingen die Item-Sicht irgendwie, dass ich da mir Sachen angucken kann, fanden viele ganz sexy. Kommen wir zur nächsten Sektion, der Trophy-Box. Oh, wir haben eine Trophy-Box. Ja, wir haben eine Trophy-Box. In dieser Session nicht allzu viel, aber für diese Klamotte haben wir eine. Und zwar das hier. Bitte nicht knicken. Es ist immer faszinierend, ja, dass Jenny immer gar nicht weiß, was ich hier rauskrame. Das sieht man an ihrem Gesichtsausdruck. Ja, ich ahne es. Sie ahnt es, aber sie weiß es nicht ganz genau. Schaut mal hier. Ja, das sind Bilder, Cosplay-Bilder von unseren Klerikern und von Latin Cosplay. Ja, kann ich hier mal zeigen. Da ist die Nasty, das ist die Laura, die da zu sehen ist, die das Nasty-Ding gemacht hat. Cosplay. Und hier einmal der Ralf, ja, wie er den Kleriker gebaut hat. Wir hatten da schon mal drüber referiert, ja, und auch schon mal viel darüber erzählt. Und hier haben wir auch Weihnachtsgrüße bekommen. Kannst du mal auspacken? Ja, gerne. Ne, von denen. Und warum machen wir es jetzt nochmal? Ganz einfach, weil sie haben uns zu Weihnachten diese tollen Karten geschenkt, ja, und selbst unterschrieben und so weiter. Mit lieber Grüße. Ne? Also das, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja. Das ist schon echt was ganz Besonderes für uns. Da sind die beiden nochmal zu sehen, auf der Karte. Ja, ja. Ne? Und deswegen wollten wir es hier nochmal erwähnen. Schön. Vielen, vielen Dank. Jo, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Schweine im Weltall. Piranha Becken TV. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ja, ist vor allem richtig hochwertiges Papier und alles, ne? Total cool. Das werden wir auf jeden Fall mal aufhängen. Super. Es ist lieb, dass sie das machen. Mhm. Toll. Schön. Schön.